Mein Name ist Robert Jokfer, ich bin Bauingenieur und Professor für Holzbau. In der Schweiz können seit der Änderung der Brandschutzvorschriften im Jahr 2015 Hochhäuser mit mehr als 30 Metern auch in Holz gebaut werden. Auch weltweit sehen wir einen Trend zum Bau von Hochhäusern in Holz und Holzhybridbauweise. Durch das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Materialien Holz, Beton und Stahl können so wirtschaftliche und ressourceneffiziente Gebäude gebaut werden. Es braucht aber noch bessere Kenntnisse über das kurz- und langfristige Verformungsverhalten von hochbelasteten Bauteilen und das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien in diesen hohen Holzgebäuden. Das Projekt hatte das Ziel, das kurz- und langfristige Verformungsverhalten der beiden ersten Holzhochhäuser in der Schweiz zu bestimmen. Dafür haben wir ein Monitoring im 10-geschossigen Surstoffi S22-Gebäude sowie im 15 Stockwerke hohen ABO-Gebäude im Kanton Zug durchgeführt. Wir haben die Verformung an verschiedenen hochbelasteten Stützen aus Fichten-Brettschichtholz und aus Buchen-Furnierschichtholz während der Bauphase und während der Nutzung gemessen. Dafür haben wir ein spezielles faseroptisches Messsystem eingesetzt, das die Dehnung entlang der gesamten Stütze verteilt und hoch aufgelöst über jeden Zentimeter über mehrere Stockwerke messen kann. Während des Bauprozesses der Hochhäuser konnten so die Verformungen Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Die Verformungen sind dabei unter anderem von der Auflast, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belastungsdauer abhängig. Die höchsten Dehnungswerte wurden jedoch nicht in den Stützen selbst, sondern an den Deckenübergängen und in der Nähe der Auflager festgestellt. Die Messungen an den Stützen wurden mit Modellberechnungen für die Langzeitverformung verglichen, um die einzelnen Komponenten der Gesamtverformung zu unterscheiden, die durch die Belastung, Zeit- und Klimaveränderung während des Baus verursacht werden. Über einen Überwachungszeitraum von einem Jahr konnten eine gute Übereinstimmung der gemessenen und der modellierten Verformung bestätigt werden. Die verwendeten Modelle sind daher für die Bestimmung der Verformung an hohen Holzgebäuden gut geeignet. Als kritische Bereiche konnten wir die Stützenübergänge und die Verbindung zwischen den Bauteilen aus Holz und Beton identifizieren. Diese Bereiche müssen bei der Planung besonders berücksichtigt werden, um auch in Zukunft die Zuverlässigkeit oder auch die Qualität dieser hohen Holzhybridgebäude zu gewährleisten.